Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 5 2026. Und das hier ist meine 32. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 5 1996. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Der Wahnsinn, schaut euch dieses Covermotiv an. Michael Schumacher groß vorne drauf, den kennen wir natürlich alle, selbst ich damals nicht der große Formel-1-Fan, aber klar, er ist eine Legende. Er war ein unfassbar guter Rennfahrer und dementsprechend hat man ihn natürlich aufs Cover gepackt bei Formel 1 Manager Software 2000 Einstieg in den Motorsport. Und fällt euch was auf an diesem Cover? Es ist nur ein Spiel beworben und ansonsten Platz für das Covermotiv und natürlich für die CD-ROM, für die Cover-CD-ROM, aber insgesamt, wow, ganz anders als die heutigen Titel, die immer noch relativ überladen sind. Also finde ich gar nicht schlecht. Ein Eyecatcher und dann geht's los. Und natürlich der zweite Eyecatcher hier. Das große Funsoft-Gewinnspiel. Ein Ford Fiesta Fun gibt's zu gewinnen. Das ist ja mal sensationell. Das müssen wir uns unbedingt angucken. Also schauen wir mal rein. Und da ist es gleich auf einer Doppelseite das große Gewinnspiel mit dem Ford Fiesta Fun als Hauptpreis. Ist er nicht sexy? 1996 war das, ja. Ey, mein Gott, ja, ich habe 2 Jahre später den Führerschein gemacht. Ich hatte dann als erstes einen Polo Baujahr 91 in Rot. Er war nicht besonders hübsch, er war nicht besonders schnell, aber er war für mich etwas ganz Besonderes. Insofern hier, sowas zu gewinnen, ja, klasse, oder? Wahnsinn. Und noch viele weitere Preise. Softwarepaket im Wert von 1000 D-Mark, Funsoft Adventure Pack, Funsoft Action Pack und so weiter und so weiter. Also ein cooles Gewinnspiel. Sowas gab es eben damals in den Zeitschriften noch. Auch wenn ich nicht immer Zeit habe, liebe ich es auch durch die Kanäle meiner Kollegen zu zappen. Im Retro-Bereich gibt es hier einige und ich hatte ja schon eine Collaboration mit dem Pixelheld und er hat mich damals noch gar nicht so lange her, auf dieses Spiel aufmerksam gemacht, was mir gar nichts gesagt hat. Hier, guck mal, Sega Goes PC, da ist es, Comic Zone. Und hat gesagt, hey, das ist extrem ungewöhnlich, sehr anders, spiel das mal Probe und ich habe es mittlerweile Probe gespielt auf einem Emulator. Ist ganz witzig, müssten wir uns echt mal angucken und hier kommt es jetzt auf den PC. Und guck mal hier, Pentium vorausgesetzt, das sollte es dann schon sein, um das laufen zu lassen. Weiter geht's im Heft, das wieder richtig dick ist. Hier, guckt mal diese Werbung hier drüben für Rebel Assault 2. Hab ich ja wieder gespielt, muss ich sagen, hat mir viel, viel besser gefallen als Teil 1, den ich nur in Erinnerung als gut bewertet hatte, aber spielerisch war es nicht mehr das. Aber Teil 2 ist von der Aufmachung her cool, tolle Story, tolle Videosequenzen, macht echt noch Laune. Hier komplett deutsch als Werbung. Und gleich daneben die Reportage über Origin, damals ja schon voll in den Fängen von Electronic Arts und Origin wollte noch einmal ein paar richtige Hammerspiele auf den Markt bringen. Unter anderem AH-64D Longbow, das ist mir nur vom Namen her bekannt. Ihr wisst, ich bin nicht der wahnsinnige Simulations- und Strategie-Fan. Ich kann's einfach nicht so wahnsinnig gut, weil ich meistens nicht die Geduld mit diesen Spielen habe und dementsprechend haben die Spiele auch nicht die Geduld mit mir. Aber das ist okay. Es gibt so viele Spiele zu spielen, da kann man eben nicht alles mögen und machen. Aber AH-64D Longbow ist mir zumindest vom Namen her ein Begriff. Ich kann euch nicht sagen, wie es war, wie es am Ende wurde, weil hier in der Reportage wurde es natürlich vollmundig angekündigt. Aber ich bin sicher, der ein oder andere von euch hat's gespielt und kann mir sicher schreiben in den Kommentaren, wie es denn war. Ebenfalls in der Pipeline bei Origin Ultima 9. Ja, Teil 8 war ja, er wurde gut aufgenommen. Ich glaube, er war auch relativ erfolgreich. Ich habe ihn beim Wiederspielen nicht so besonders gut in Erinnerung. Ich fand, er war sehr, sehr schwierig zu handhaben und ich hatte ja damals vermutet in meinem ersten Gameplay-Review, das war eines meiner ersten Videos dieser Art überhaupt, dass sie einfach keine Zeit mehr hatten, dieses Spiel fertig zu entwickeln. Es musste dann auf den Markt. Man wollte dieses Projekt abschließend raushaben und dementsprechend war Ultima 8 eben nicht so besonders. Ultima 9 sollte besser werden.
Und hier ist der erste Vorschaubericht. Und wenn ich es richtig weiß, kam das erst 1999 auf den Markt, war stark verbuggt und hatte wirklich gemischte Wertungen. Manche fanden es gut, manche nicht. Aber die Ultima Einspieler-Serie war damals dann mit Teil 9 definitiv beendet. Bei manchen Spielen frage ich mich aber dann doch, wo war ich zu der Zeit? Hier, Terra Nova Strike Base Centauri von Looking Glass entwickelt. Looking Glass damals verantwortlich für Ultima Underworld. Hier steht's auch, ne? Flight Unlimited, System Shock. Also da kamen wirklich gute Spiele raus. Und auch das hier war Spiel des Monats. Und ich hab's, ich hab's nie gespielt. Ich bin total erschüttert. Es hätte total in mein Beuteschema gepasst. Guckt euch das an. Diese 3D-Grafik, flott, actionreich und dann oben noch FMV-Sequenzen, also Full-Motion-Videosequenzen, um das Ganze storytechnisch voranzubringen. Also ich bin erschüttert, ich bin schockiert. Warum habe ich das nie gespielt? Hat es einer von euch gespielt? Sorry. Also manchmal, also offensichtlich richtig coole, schnelle, spaßige Action. Hier unten schaut mal die Sonderbox über den Kampfanzug, den man steuert, den man bedient. Man hat ein schönes Head-Up-Display und eine wirklich für damalige Verhältnisse grandiose Grafik. Schnell, actionreich, ein bisschen Taktik dabei und schon war ein richtig gutes Spiel beieinander. So schreibt es zumindest die PC Games. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt, hatte es nie in der Hand. Ich bin nach wie vor erschüttert, aber erschütternd waren wohl auch die Explosionen im Spiel. Denn da ging es richtig ab. Guckt mal hier unten, Screenshot, ne? Explosionen ohne Ende, also wirklich actionreiches Gameplay und natürlich dazwischen dann wieder Videosequenzen, die die Story voranbringen, eine Basis, in der man sich bewegen kann, in der man sich umschauen kann, die das Ganze so ein bisschen verbindet. Also alles, was ein gutes Spiel damals ausmachte und dementsprechend war es halt auch wohl Spiel des Monats. Hier das Fazit von Terra Nova, also wirklich ein gutes Spiel und hier guckt mal wieder diese Grafikgeschichten. Also es steht drin, es lässt sich auf einem 486 DX 266 tadellos spielen, wenn man alle Details abschaltet und runterfährt. Ja, das war halt so, ne? Da musste man eben Abstriche in Kauf nehmen, wobei Grafik runterfahren kennen wir ja heute auch noch. Aber damals war der Unterschied natürlich echt teilweise richtig krass. Also alleine der Unterschied zwischen VGA und SVGA war exorbitant groß. Das wollte man nicht wirklich. Also es war natürlich cool, wenn man eine entsprechende Kiste hatte, die sowas dann wirklich flüssig darstellen konnte. Aber ich habe mir es notiert, Terra Nova, das kommt auf meine Liste der ungespielten und vielleicht mal zu spielenden Spiele. Und oft ist es ja so bei der PC Games in dieser Zeit, dass die Vorschauberichte extrem groß, extrem ausführlich und extrem umfangreich sind und es sogar aufs Cover bringen. Und das Spiel selbst ist dann eben nur ein kleiner Testbericht unter vielen. Und so ging es auch mit Civilization 2. Ja, gutes Spiel, immer noch gut, immer noch spielenswert, aber eben kein großer Wurf, sondern eher, hier steht's, ein Update. Also alles ein bisschen besser, alles ein bisschen größer, alles ein bisschen schöner, aber eben immer noch Civilization. Wobei, muss ja nichts Schlechtes sein. Also ich finde, man muss ein gutes Spiel ja nicht auf Teufel komm raus überladen mit neuen Dingen, die dann am Ende alles komplexer, komplizierter oder irgendwie komisch machen. Wenn was gut funktioniert, dann ist es ja auch wirklich okay, wenn man da einfach einen draufsetzt. Und so war es, finde ich, bei Civilization 2. Testbericht war ja auch nicht schlecht, aber es war eben auf jeden Fall nicht Kandidat für Spiel des Monats, sondern einfach nur ein Spiel unter vielen. Was heißt hier nur Civilization? Hallo? Siberia 1 war in meiner Erinnerung eines meiner Lieblingsspiele, weil ich diese Flugsequenzen immer und immer wieder gespielt habe. Hier jetzt der Testbericht von Teil 2. Und da war es bei mir schon vorbei damals. Da hatte ich kein Interesse mehr dran. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ja, war okay. Auch Teil 1 spielt sich heutzutage nicht mehr wirklich gut. Aber damals war es einfach klasse. Aber wie gesagt, Teil 2 kam für mich dann nicht mehr in Frage. Ja, es war nicht schlecht, aber es war auch nicht offensichtlich mehr wert als ein einseitiger Test. Vielleicht mal noch ein Gameplay-Video angucken, aber ich glaube nicht, dass ich es nochmal nachholen möchte. Siberia 2. Schade. Aber Teil 1 hat immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Auch wenn ich es heute nicht mehr so toll finde. Und natürlich muss auch noch das Spiel sein, zu dem der Titel war. Ne? Michael Schumacher vorne drauf. Hier ist jetzt
der Testbericht zu F1 Manager 96 und hier liest es sich schon dieser Eröffnungsspruch. Wie oft muss Heinz-Harald Frenzen bei der Siegerehrung zuschauen und so weiter. Also es war schon eine ganz witzige Zeit damals. Wie gesagt, auch für mich Formel 1 mit Michael Schumacher durchaus interessant, auch wenn ich kein großer Fan war, aber man hat es einfach verfolgt. Das Spiel dazu natürlich eher nicht meins. Ihr kennt das schon. Hier Wirtschaftssimulationen, das riecht wieder sehr nach, man muss sich reindenken, man muss sich reinfuchsen. Das war nicht meins, aber es war wohl eine ganz gute Sache. Formel 1 Manager bin ich sicher, dass es einer von euch gespielt hat und mir sagen kann, wie spaßig das war. Denn zumindest der Testbericht liest sich gar nicht so verkehrt. Also war wohl viel Gutes dran. Viel Gutes am Formel 1 Manager 96. Die Screenshots sehen auch sehr, sehr umfangreich aus. Es ist eben genau das, was ich nicht so abkonnte. Diese Komplexität, aber das macht ja so ein Spiel erst überhaupt richtig aus, dass man sich wirklich reindenken kann, reinarbeiten kann in jede Nuance dieses Sports und dann macht sowas ja auch Spaß. Ich habe immer mal wieder auch Freunden bei solchen Sachen zugeschaut, aber wie gesagt, meins war es nicht, aber ist ja auch okay. Deep Space Nine Harbinger hatten wir ja als großes Titelmotiv und hatten da auch eine große Vorschau. Jetzt ist der Testbericht da. Ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt, weil meine Star Trek-Zeit erst später begann und dann waren einfach die Star Trek-Spiele schon alle an mir vorbeigewandert, ohne dass ich sie eines Blickes gewürdigt hätte. WC Games ist nicht ganz begeistert. Also sagt, Harbinger sei wohl von den Star Trek-Spielen eines der eher schwächeren. Es spiele sich eher wie ein technisches Handbuch als ja ein richtiges Spiel. Ich glaube, das hängt bei Star Trek immer extrem davon ab, was man von der Thematik hält und wie tief man drinsteckt. Denn gerade wenn man ein Thema gut kennt, und so ist es ja bei Star Trek, dann hat man an so einem Spiel nochmal einen ganz anderen Spaß, weil man einfach auf viel mehr Details reagiert und die auch toll findet als jemand, der das Thema nicht so kann. Mir ist übrigens noch was aufgefallen. Hier unten, guck mal, die Wertungsbox. Da haben sie wohl wieder bei der Grafik ein bisschen daneben gegriffen, weil Spielspaß 77% und der Balken, der repräsentiert definitiv nicht 77%. Also da hat wohl der Grafiker ein bisschen daneben gegriffen. Das kann ja mal passieren. Und wenn es gedruckt war, dann war es halt gedruckt. Es hört gar nicht auf in dieser Ausgabe mit den Blockbustern. Guckt mal hier, Testbericht zu Descent 2. Und wir sind schon auf Seite 183. Meine Güte. Ja, Descent 1 war ein grandioses Spiel und Descent 2 in jedem Bereich wirklich verbessert. Boah, das war ein Blockbuster und das habe ich gern gespielt. Das habe ich viel gespielt und ich habe ja Descent 1 schon in einem meiner Gameplay-Videos wirklich nochmal verschlungen und festgestellt, das spielt sich immer noch saumäßig gut. Heutzutage kann man dann zu den Alternativen greifen, wie zum Beispiel Overload, was ja wirklich von den Programmierern von Descent erstellt wurde. Also da hat man dann auch moderne Varianten, die sich richtig grandios spielen. Aber auch die alten Varianten spielen sich noch gut, weil das war damals einfach ein gutes Spiel und es ist auch heute noch ein richtig spaßiges Spiel. Und dementsprechend hat es hier auch 91% Spielspaß abgesahnt. Das war doch ganz klar, dass bei Descent 2 eigentlich nichts schiefgehen kann. Für mich absolute Pflichtlektüre, würde man beim Buch sagen. Was sagt man bei einem Spiel? Pflichtdingsbums. Also Sachen, die man gespielt haben musste, zumindest für mich, war einfach definitiv Descent 2. Was ich an den 90ern, späten 90ern im PC-Bereich so liebe, sind die ungewöhnlichen Projekte, wo man einfach mal gemacht hat. Es war noch nicht so fest gemeißelt, was das Publikum sehen will und dementsprechend hat man sich einfach ausprobiert und in diesem Fall bei Bad Mojo hat man eine Kakerlake gespielt. Ja, das ist richtig, das ist ungewöhnlich, das ist mit Sicherheit einzigartig. Ich glaube, das kam später nie mehr vor, aber es war außergewöhnlich und der Testbericht war wirklich gut. Also wurde hervorgehoben, dass es eben eine tolle Idee ist, eine witzige, ungewöhnliche Idee und das Ganze auch noch echt gut umgesetzt. Also Grafik tipptopp, Präsentation tipptopp. Ja, da sieht man es, 85% Spielspaß und wirklich gute Wertungen in allen Bereichen. Auch ein tolles Statement. Also Bad Mojo, so eines dieser Spiele, die, ich glaube, wenn man das gespielt hat, ist es einem
mit Sicherheit für alle Zeiten im Gedächtnis geblieben. Ja, es war ungewöhnlich. Es war einfach ungewöhnlich und solche Projekte, finde ich, braucht es manchmal. Heute findet man die ab und zu, wenn man aufmerksam ist im Indie-Bereich. Dann kann man wirklich ungewöhnliche Spieleprojekte auch mal finden, mit denen man echt Spaß haben kann. Unter den AAA-Titeln aktuell wohl eher nicht und damals war es halt einfach noch eine spannende Zeit. Und natürlich schauen wir auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossiert. Wer es nicht mitbekommen hat, Rainer ist ja Anfang Mai diesen Jahres 2026 verstorben. Anfang Mai. Ich habe dazu auch ein Gedankenvideo gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, findet ihr auf meinem Kanal. Es war wirklich, wirklich schade, was mich aber extrem beeindruckt hat, wie viele Leute unter dieses Video kommentiert haben und wie viele einfach seine Leserbriefe liebten, so wie ich. Und ich finde, dann lasst uns dieses Gedenken hochhalten und ich nehme mir immer wieder einen Leserbrief von Rainer Rossiert beantwortet vor. Und wer es nicht mag, wie immer, darf einfach weiterspringen, weiterklicken, weiter scrollen. Ich habe den hier ausgesucht, Wegelagerei, weil er passt so schön in die Zeit. Hallo Rainer, da ich leidenschaftlicher DFÜler bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich über die neuen, von der Telekom ausgedachten Zahl-mehr-Drauf-Tarife äußern. Seit etwa 2 Jahren chatte ich gerne in öffentlichen Mailboxen und spiele auch gerne ein paar Runden NASCAR per Modem. Aber jetzt ist mir die Online-Lust vergangen. Meine Telefonrechnung ist doppelt so hoch. Und was bringt einem normal nachts schlafenden Schüler der Billigtarif zwischen 2 und 5 Uhr am Morgen? Mich würde deine Meinung zu diesem Thema interessieren. Vielleicht gibt es ja auch noch andere User, denen es seit dem 01.01.96 ähnlich geht. Möge die Telenim Möge die Telenim mit dir sein. Carsten aus dem schönen Vogtland. PS, veröffentliche mal deine Autogrammadresse in der PC Games. Und Rainer hat wie immer toll geantwortet. Da bringst du mich aber in eine echt giftige Situation. Ich will es einmal so umschreiben. Würde ich hier an dieser Stelle meine Meinung sagen, würde ich mich auf einen Nerven-, Zeit- und kostenintensiven Briefwechsel mit einer Anwaltskanzlei freuen können. Vermute ich wenigstens. Aber da das Thema zu schade ist, um es wenigen kleinlicher Existenzangst versanden zu lassen, müsst ihr aktiv werden. Ich bin gern bereit, dieser Problematik ein kleines Plätzchen in unserer munteren Diskussionsrunde zur Verfügung zu stellen. Allerdings wäre es mir lieb, wenn ich diesbezüglich nur als Moderator fungieren könnte. PS, Autogramm? Unfug, wozu denn? Auf einem Scheck würde ich es ja noch verstehen, und selbst da wäre es nutzlos. Ja, herrlich. Rainer, wie er leibt und lebt. Leserbrief-Section, wie immer herrlich. Rainer, ich vermisse das total. Schade, dass. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Einfach schade. Nee, nicht schade. Passt auf, wir machen einfach weiter mit den Leserbriefen. In meinen Videos wird das definitiv für immer einen Platz haben. Wir schauen natürlich auch wieder auf die Spielecharts. Karstadt und Joysoft. Bei Karstadt mittlerweile nur noch die CD-ROM-Charts mit 20 Plätzen. Und los geht's mit Warcraft 2, dann Hugo 2, Command & Conquer, Caesar 2, FIFA Soccer 96, TFX, Eurofighter 2000, Rebel Assault 2, The Need for Speed, Bleifuß, Police Quest SWAT, Megapack 3, Tilt, Monopoly Grand Prix Manager, IndyCar 2, Megapack 3, was schon wieder? Okay. 3D Ultra Pinball Myst, Windows Deutsch, Bundesliga Manager Hattrick und Worms auf dem 20. Platz. Und bei Joysoft lese ich euch nur die CD-ROM-Charts vor, die anderen blende ich euch ein. Wing Commander 4 ist hier auf Platz 1. Wow. Command Conquer Ausnahmezustand. Dann NBA Live 96, Command Conquer, Warcraft 2, Top Gun, Fire at Will, Fade to Black, The Need for Speed, FIFA Soccer 96 und Terminator FS. Oh, diese Charts sind für mich immer ein Flashback. Ich kenne fast jedes Spiel. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Game Developers Conference, ECTS Spring 96 in London, Die Siedler 2, Urban Runner und hier zu Besuch bei Origin Teil 2, Masters of Orion, Conquest of the New World, Der Planer 2, Ancient Empires of Rise and Rule, Return Fire, Gender War. Also wahnsinnig, was da nächstes Mal schon wieder angekündigt ist. Eine riesen Coming-Up-Seite. Und
Und da ist sie schon, die Ausgabe 696 und da wird mir es doch schon wieder ganz warm ums Herz, wenn ich das sehe. Guck mal, Dungeon Keeper kommt. Wow, ich liebe Dungeon Keeper. Und natürlich X-Wing 2. Erste Bilder von LucasArts. Geheimer Wing Commander 4 Rivale. Also wieder eine grandiose Ausgabe. Aber hey, Dungeon Keeper, was für ein Meisterwerk. Dann exklusiv Reportage, einen Tag mit Richard Garriott. Das ist toll, dass es ihn immer noch gibt hier auf der CD-ROM. Das kann ich mir leider nicht mehr anschauen. Die CDs habe ich nicht mehr, nur noch die Hefte. Und bei denen finde ich es immer wieder grandios, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir da reinzugucken. Und dafür sage ich Danke. Wäre toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir hier reinschauen oder in ein altes Spiel reinspielen. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.